Meine Route, die geplant war, ging über die Ruta 40 durch Argentinien. So, jetzt bin ich hier nochmal an der Chilean Border. Hoffentlich schaffe ich das noch alles in Zeit, 18 Uhr. Südamerika. Über die Anden. Kein Auto. Fahrrad, Anhänger und Kajak. Einmal abgestiegen, das war der Fehler. Jetzt wird erstmal geschoben. Und ganz mit dem Motto, es gibt immer einen Weg ans Ziel. So, ich überquere jetzt oder habe jetzt gerade die Grenze nach Argentinien überquert. War ein anstrengender Tag, seit 5 Uhr auf den Beinen. Das Ganze hat nur funktioniert, weil meine Freunde mir hier geholfen haben. Genau, herzlichen Dank an alle, die mir jetzt am Ende geholfen haben. Es hätte sonst nicht funktioniert. Man muss das Kajak, das ist unglaublich. Also, wer mit dem Kajak nach Argentinien will, man muss das Kajak vorher desinfizieren. Sonst darf man nicht einreisen. Und das Problem ist, ja, also du kannst es nicht einfach desinfizieren, sondern du brauchst ein Papier. Das muss an einer offiziellen Stelle gemacht werden. Und das Papier, was man dann bekommt, gilt nur für 24 Stunden. Heißt, es ist fast unmöglich, aus der letzten Stadt in Pucón mit dem ganzen Zeug da hochzuradeln und dann nach Argentinien einzureisen. Wow! So, jetzt habe ich das Problem, dass auf der Gravel Road, egal wie bombenfest ich die Gurt ziehe, das rutscht. Das Kajak rutscht immer zu einer Seite. Und ich kann das auch nicht unter den Rucksack irgendwie stabiler platzieren, weil es halt einfach zu breit für die Reifen ist. So, ich habe jetzt einen Gurt hier auf die linke Seite noch platziert, ein orangener Gurt, und hoffe, dass das soweit hält. Blöderweise habe ich auch noch eine Schraube vom Gepäckträger verloren. Heißt, jetzt nochmal versuchen, dass es klappt. Ich bin gestartet, als es dunkel war, und ich hoffe nicht, dass es endet, wenn es dunkel ist, aber es ist bald dunkel. Ich habe echt viel vorbereitet und momentan läuft alles schief. Es läuft wirklich alles schief. Das einzig Schöne ist der Blick auf den Vulkan. Der hilft mir aber nicht. Ich musste noch 60 Kilometer bis in die nächste Stadt radeln und ich hatte ein weiteres Problem bekommen. Auf der Gravel Road vom Nationalpark habe ich eine Schraube von einer Achse des Anhängers verloren. Dadurch konnte ich nicht mehr weiterfahren und ich musste in dieser Nacht im Nationalpark notübernachten. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Leute, die mir dort helfen wollten. Jedoch ging es für mich an diesem Abend leider nicht mehr weiter. Am nächsten Morgen bin ich dann so früh es ging aufgestanden, um die Schraube zu suchen. Ich musste unbedingt, bevor die ersten Autos kommen, diese Schraube finden. Weil, wenn die ersten Autos über die Straße fahren, wirbelt der ganze Staub von der Gravel Road auf und es ist unmöglich, die Schraube wiederzufinden. Sehr früh habe ich dann angefangen zu suchen und ich habe diese Straße über einen langen Abschnitt Zentimeter für Zentimeter abgesucht. Das ist der schönste, aber auch zugleich der tragischste Morgenspaziergang, den ich je gemacht habe. Ja. Auf der Suche nach einer Schraube, wie eine Nadel im Heuhaufen dieser schönen Region. Kein Frühstück, kaum Schlaf, aber anders geht's nicht. Weiter. Boah, ich glaube, ich habe es gefunden. Die Nadel im Heuhaufen. Glück. Boah,
gibt's nicht. Ich hab das gefunden. Jetzt zurück. Ein Glück, bevor die ganzen Autos kommen. Wird nämlich der Staub und so wieder aufgewirbelt, findet man das nie im Leben wieder. Als ich die Schraube gefunden habe, habe ich den Hänger zusammengebaut und bin wieder durchgestartet. Allerdings ging es für mich vielleicht nur so für 800 Meter weiter, weil dann die Speichen von einem Rad des Anhängers gebrochen sind. Was ein Pech. Mir blieb dann nichts anderes übrig, zu versuchen, per Anhalter in die nächste Stadt zu gelangen. Ich stand dann bis nachmittags dort und obwohl viele Pickups, die hinten auch keine volle Ladefläche hatten, an mir vorbeigefahren sind, hat kein Pickup angehalten und ich hatte nicht die Möglichkeit, per Anhalter in die nächste Stadt zu gelangen. Deswegen entschied ich mich, nachdem es stürmisch wurde und mir sehr kalt wurde, weil es angefangen hat zu regnen und ich auch seit über 24 Stunden nichts mehr gegessen hatte, entschied ich mich dazu, all mein Gepäck im Nationalpark im Gebüsch zu verstecken. Mein Kajak, mein Anhänger, alles wurde im Gebüsch versteckt und dann bin ich nur mit dem Fahrrad und den wichtigsten Sachen in die nächste Stadt geradelt. In der nächsten Stadt, Junín de los Andes, habe ich dann versucht, einen Fahrer zu finden, der mich mit meinem Material aus dem Nationalpark abtransportiert. Ich habe dann relativ schnell einen Kontakt bekommen. Leider konnte ich diesen Kontakt nicht bezahlen, weil ich noch kein Bargeld hatte. Auch keine argentinische Bank konnte mir Bargeld geben. Deswegen konnte ich erstmal keinen Fahrer bezahlen. Ein Glück habe ich dann ein deutsch-argentinisches Ehepaar kennengelernt und dieses Ehepaar konnte mir dann Bargeld geben. Herzlichen Dank an der Stelle nochmal. Ein wenig später konnte ich dann einen neuen Fahrer finden. Santiago war der Fahrer, der mich dann mit meinem Gepäck aus dem Nationalpark abtransportiert hat. Ich habe mich dann von dort direkt nach San Martín fahren lassen, weil in San Martín sind viele Fahrradläden und es gab die beste Möglichkeit, um das Ganze reparieren zu lassen.